Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In einer Welt, in der wir ständig von Perfektion und Erfolg bombardiert werden, bietet Mark Manson mit Die subtile Kunst des Daraufscheißens. Das Journal einen dringend benötigten Gegenpol. Das Journal dient als praktische Ergänzung zu Mansons Bestseller und gibt den Leserinnen und Lesern Werkzeuge an die Hand, um sich von gesellschaftlichen Erwartungen und Selbstzweifeln zu befreien. Durch eine Mischung aus provokativen Fragen, reflektierenden Übungen und ehrlicher Sprache motiviert das Buch dazu, die eigenen Werte zu hinterfragen und neue Prioritäten zu setzen. Das Journal ist kein gewöhnliches Notizbuch. Es fordert die Leserinnen und Leser aktiv heraus, Verantwortung für ihr eigenes Glück zu übernehmen und zu akzeptieren, dass das Streben nach Kontrolle oft zum Gegenteil führt. Manson bleibt dabei seinem Stil treu. Authentisch, bodenständig und stets mit einer Prise Ironie bietet er Anleitung zur Selbstreflexion und lädt ein, sich wichtigeren Dingen als dem zwanghaften Streben nach Anerkennung zu widmen. Das Journal ist für alle geeignet, die nicht nur konsumieren, sondern ihr Leben bewusster gestalten wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Selbstreflexion und ehrliche Selbsteinschätzung. Ein zentrales Thema dieses Journals ist die Förderung der Selbstreflexion. Mark Manson leitet den Leser dazu an, ehrlich über die eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster nachzudenken. Durch gezielte Fragen und Aufgaben im Journal entsteht der Raum, die eigenen Prioritäten und Glaubenssätze zu hinterfragen. Dies ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess, um den Kern der eigenen Persönlichkeit freizulegen und zu akzeptieren, dass nicht alles, was uns beschäftigt, wahr oder wichtig ist. Die Übungen fördern den Mut, Fehler offen zuzugeben und Unvollkommenheiten zu akzeptieren. Nur durch wahrhaftige Ehrlichkeit mit sich selbst kann nachhaltiges persönliches Wachstum stattfinden. Zweitens: Die Kunst, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Mark Manson betont, dass nicht alles in unserem Leben gleich viel Bedeutung hat. Das Journal hilft dabei, herauszufinden, was wirklich zählt und wofür es sich lohnt, Zeit und Energie zu investieren. Durch geführte Reflexionen unterstützt das Buch dabei, die eigenen Werte klarer zu definieren und nutzlose Sorgen zu minimieren. Wer beispielsweise ständig versucht, es jedem recht zu machen, verliert sich selbst aus den Augen. Das Journal schult darin zu akzeptieren, dass man nicht alles kontrollieren kann und nicht alle Anerkennung braucht. Die Klarheit über eigene Prioritäten verschafft Freiheit und Gelassenheit im Alltag. Drittens: Akzeptanz von Misserfolgen und Grenzen. Ein bedeutender Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Niederlagen, Fehlern und eigenen Begrenzungen. Das Journal fordert dazu auf, sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und diese nicht als Defizit, sondern als Teil des Lebens zu begreifen. Manson vermittelt die Einsicht, dass Misserfolge häufig sogar nützliche Erkenntnisse liefern. Die Übungen bieten Ansatzpunkte, um sich von Angst vor Scheitern und Perfektionismus zu verabschieden. Der Schlüssel liegt darin, sich nicht von Fehlschlägen entmutigen zu lassen, sondern daraus zu lernen und gestärkt hervorzugehen. Dies verleiht dem Leben Authentizität und echte Reife. Viertens: Praktische Übungen zur Umsetzung im Alltag. Das Journal ist mehr als eine theoretische Anleitung. Es ist vollgepackt mit praktischen Aufgaben, die zur täglichen Anwendung motivieren. Ob es um das Setzen von Prioritäten, das Formulieren klarer Ziele oder das Loslassen von unerreichbaren Erwartungen geht, jede Übung ist darauf ausgelegt, sofortige Veränderungen im Denken und Handeln zu ermöglichen. Die Tagebuchstruktur erlaubt es, Fortschritte selbst zu dokumentieren. So wird Coaching in Eigenregie möglich, was langfristige Selbstwirksamkeit fördert. Schritt für Schritt kann der Leser neue Strategien in sein Leben integrieren und Verhaltensänderungen festigen. Schließlich die Macht der eigenen Verantwortung und Selbstbestimmung. Abschließend verdeutlicht das Journal, wie bedeutsam es ist, die Kontrolle für das eigene Leben zu übernehmen.
Mark Manson propagiert, dass Glück und Lebenszufriedenheit nicht von äußeren Umständen abhängen, sondern von der inneren Haltung und der Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Durch aktive Entscheidungen, selektives Daraufscheißen und bewusstes Abwägen der eigenen Energiequellen lernt der Leser, sich unabhängig vom Urteil anderer zu machen. Das Journal liefert hierfür nicht nur die Theorie, sondern auch handfeste Strategien und Reflexionsräume, um diese Haltung nachhaltig zu verinnerlichen. Zusammenfassend: Die subtile Kunst des Daraufscheißens. Das Journal richtet sich an Menschen, die Veränderung suchen, aber bereit sind, dabei die unbequemen Wahrheiten über sich selbst zu akzeptieren. Es eignet sich für alle, die sich von gesellschaftlichen Erwartungen emanzipieren und ihr Leben nach eigenen Maßstäben gestalten möchten. Studierende, Berufstätige, Führungskräfte oder alle in Umbruchphasen profitieren von den ehrlichen Denkanstößen und der konsequenten Praxisorientierung. Das Journal bietet einen einzigartigen Mix aus Tiefgang und Humor, wie ihn klassische Selbsthilfebücher selten erreichen. Im Gegensatz zu anderen Büchern bleibt Manson realistisch und ermutigt zum Loslassen von Perfektion. Eine seltene und befreiende Perspektive im Selbstoptimierungswahn. Wer dieses Buch nutzt, gewinnt mehr Selbstakzeptanz, Klarheit in Bezug auf eigene Ziele und die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es ist eine Investition in nachhaltige Veränderung und den Mut, das eigene Leben authentischer und freier zu leben. Beim Kauf dieses Journals entscheidet man sich für ein Werkzeug, das weit über das Lesen hinausgeht und echte Transformation eröffnet. Wenn Sie unterstützen möchten, Mark Manson, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.